Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Wenn man an die Kreuzzüge denkt, kommen einem meistens als erstes die Kämpfe in Palästina und um den Besitz des Heiligen Landes in den Sinn. Die Templer, die Johanniter und natürlich Sultan Saladin und König Richard Löwenherz. Die sollen diesmal aber alle keine große Rolle spielen, denn ich schaue mir die baltischen Kreuzzüge an. Die sind weniger bekannt als die Kreuzzüge nach Jerusalem und hatten auch nicht die Eroberung heiliger Stätten zum Ziel, sondern die Heidenmissionierung im Ostseeraum. Wobei Missionierung bestand hier oft genug darin, mit Feuer und Schwert über die Bekehrenden herzufallen. Einer der Hauptakteure war der Deutsche Orden mit seinem Ordensstaat. Aber bereits davor war in Livland ein Ritterorden gegründet worden, die Fratres Militiae Christi de Livonia oder auf Deutsch die Brüder der Ritterschaft Christi von Livland. Die Ritter trugen auf einem weißen Waffenrock ein rotes Schwertkreuz, woraus sich auch die andere Bezeichnung für den Orden ergab, nämlich Schwertbrüder. Die Gründung des Ordens, der auch Schwertbrüderorden genannt wurde, geht auf die Missionstätigkeit Meinhards von Segeberg zurück. Dieser wurde im Augustinerkloster Segeberg in Holstein zum Kanonikus erzogen. Kanoniker sind Mitglieder eines Domkapitels, das wiederum den Bischof bei der Verwaltung des Bistums unterstützt. 1184 verließ er das Kloster, um die Liven zu missionieren. Seine Mission war nicht durch Gewalt, sondern durch das Wort geprägt. Noch im Jahr seiner Ankunft errichtete er in Yggsküll an der Duna eine Kirche und nach einem Überfall heidnischer Stämme auf die Siedlung versprach er den Liven den Bau einer Burg, wenn diese sich zum christlichen Glauben bekehren würden. Im Sommer 1185 ließ Meinhard Steinmetze aus Gotland kommen und errichtete nicht nur die erste Burg Livlands, sondern das erste Steingebäude dort überhaupt. Nachdem die Burg allerdings gebaut und ihren Nutzen während eines weiteren Überfalls unter Beweis gestellt hatte, waren die Liven nicht mehr sonderlich daran interessiert, Christen zu werden. Das ging so weit, dass die Taufe abgelehnt wurde oder die bereits Getauften in einem Ritual die Taufe in der Duna wieder abwuschen. 1186 wurde Meinhard dann zum ersten Bischof von Livland geweiht. Sein Nachfolger wurde der Zisterzienserabt Berthold von Loccum. Allerdings schien Berthold nicht besonders begeistert von seinem neuen Amt gewesen zu sein, weil er es nur unter Protest antrat. Seine Missionsversuche stießen auch auf noch weniger Erfolg als die seines Vorgängers Meinhard. Als früherer Mitstreiter Meinhards war er den Liven bekannt und sie hatten ihn sich sogar als Nachfolger gewünscht. Allerdings stieß Berthold in Holm auf den Widerstand der Bevölkerung, weil diese ihm unterstellte, er wolle sich mit Hilfe seines Bischofsamts bereichern. Das ging so weit, dass sogar geplant wurde, ihn zu töten. Berthold war jetzt allerdings eine ganz andere Sorte Missionar als Meinhard. Statt wie dieser weiter friedlich zu predigen, wurde Gewalt das Mittel seiner Missionierung. Frei nach dem Motto, willst du nicht mein Bruder sein, dann schlag ich dir den Schädel ein. Er reiste 1197 über Gotland zurück ins heutige Niedersachsen und begann nach der Bestätigung, dass ein Kreuzzug nach Livland dem nach Jerusalem gleichgestellt war, mit der Kreuzzugspredigt in Sachsen, Westfalen und Friesland. Im Frühjahr 1198 versammelte sich sein Heer in Lübeck und setzte nach Livland über. In der Zeit um den 24. oder 25. Juli 1198 kam es zur Schlacht in der Nähe des heutigen Riga. Der schweren Kavallerie des laut Quellen ungefähr 1000 Mann starken Heeres hatten die Liven nichts entgegenzusetzen und wurden regelrecht hinweggefegt. Einer der wenigen christlichen Verluste war Bischof Berthold, der den Quellen zufolge sein Pferd nicht unter Kontrolle hatte und von diesem mitten unter die fliehenden Liven getragen wurde, die ihn natürlich sofort töteten. Auf die Schlacht folgten wiederum viele Taufen, die allerdings, wie auch schon vorher, nicht von langer Dauer waren. Die Kreuzfahrer, die ihr Gelübde als erfüllt ansahen, verließen Livland und kaum waren sie fort, vollführten die Liven das Ritual des Taufeabwaschens und kehrten zu ihrem früheren Glauben zurück. Auf Berthold folgte Bischof Albert von Buxtehude. Auf dessen und Theoderich von Treidens Betreiben, das ist der Bischof von Estland gewesen, wurde 1202 der Schwertbrüderorden gegründet. Wer dabei von beiden die treibendere Kraft war, kann leider nicht mehr gesagt werden. Was aber sicher sein dürfte, ist, dass beide Kirchenfürsten erkannt hatten, dass ein stehendes Heer in Livland weit nützlicher war als Kreuzfahrer, die nur für einen kurzen Zeitraum blieben, um ihr Gelübde zu erfüllen und das Land dann wieder verließen. So verfügte man zwar immer über militärische Kräfte, diese blieben aber meistens nicht lange genug, um Eroberungen zu festigen. Mit dem gleichen Problem hatten übrigens auch die Kreuzfahrerstaaten in Palästina zu kämpfen. Es nahmen zwar immer wieder Adlige das Kreuz und kamen nach Palästina,
blieben aber nur zur Erfüllung ihres Kreuzzugsgelübdes und kehrten dann in die Heimat zurück. Hinzu kam außerdem, dass die Europäer oft gegen die Muslime kämpfen wollten und keine Ahnung von den wirklichen politischen Gegebenheiten vor Ort hatten. Ein Beispiel dafür ist der Angriff auf Damaskus während des Zweiten Kreuzzugs. Damaskus war den Kreuzfahrerstaaten gegenüber neutral eingestellt. Jetzt wurde es im Zweiten Kreuzzug aber Ziel des Kreuzzuges, weil der ursprüngliche Plan, die Eroberung der Stadt Edessa, aufgegeben wurde. Damaskus sah sich daraufhin gezwungen, sich mit seinem Feind Sultan Nur ad-Din zu verbünden, um den Angriff der Kreuzfahrer abzuwehren. Kehren wir aber zurück ins Baltikum. 1204 bestätigte Papst Innozenz III. Den neuen Orden und verpflichtete ihn zum Gehorsam gegenüber Bischof Albert. Die Schwertbrüder nahmen die Regel des Templerordens auf. Sie mussten von adliger Geburt sein und legten 2 Gelübde ab. Das der Keuschheit und das der Armut. Ihr Habit, also ihr Gewand, war ein weißer Mantel über einem weißen Waffenrock, auf dem das Symbol des Ordens, ein sogenanntes Schwerterkreuz, zu sehen war. Daher, wie auch schon gesagt, der Name Schwertbrüder. Dem Orden gehörten aber nicht nur Ritter an, sondern auch Soldaten, Priester und Handwerker. Die Priester trugen eine weiße Kutte, während dienende Brüder schwarze oder braune Kleidung mit dem Zeichen des Ordens trugen. Zu Beginn bestand die Hauptaufgabe des Ordens darin, Priester und Missionare zu beschützen. Ein Problem, vor dem die Schwertbrüder standen, war, dass das Land der Liven und Letten nie christlich gewesen war und sie damit eigentlich keine Rechtfertigung hatten, die Menschen anzugreifen. Jedenfalls aus heutiger Sicht. Aus mittelalterlicher Sicht waren es nun mal Heiden, die zu bekehren waren, und im Zweifelsfall wandte man dazu auch Gewalt an. Obwohl, wie wir es ja bei Bischof Meinhard gesehen haben, er es durchaus mit guten Worten versucht hat. Ein anderes Problem, vor dem der Schwertbrüderorden stand, war die Aufteilung der Ländereien. Deren Einkünfte in Naturalien oder auch in Geld waren notwendig, um die Burgen und die Ritter darin zu unterhalten. Die Schwertbrüder stellten zwar die Garnisonen in den errichteten Burgen entlang der Duna, das bedeutete aber nicht, dass ihnen auch gleichzeitig die umliegenden Ländereien gehörten. Denn Bischof Albert von Riga hatte durchgesetzt, dass 1/3 aller Ländereien an den Orden fiel, während ihm, dem Bischof, 2/3 zugesprochen wurden. Das Misstrauen, das die Livländer bereits Bischof Berthold entgegengebracht hatten, mit der Vermutung, er wolle sich durch sein Bischofsamt bereichern, war mit Sicherheit deswegen auch nicht unberechtigt. (1205) bestritt der noch junge Orden seine erste Schlacht. Der semgallische Fürst Wisthard, die Semgallen sind ein Stamm, der auf dem Gebiet des heutigen Estlands lebte, besuchte Riga und erbat die Hilfe der Schwertbrüder, nachdem ein benachbarter Stamm von den Litauern angegriffen worden war. Die Brüder zögerten erst, weil Bischof Albert nicht zugegen war, ließen sich dann aber von Wisthard überzeugen und besiegten die Litauer. 1206 wurde das Heer Herzog Wladimirs von Polotsk besiegt, der von den Gebieten um die Duna Tribut gefordert hatte. Mit Hilfe von Kreuzfahrern, die noch im Land waren, wurde das Heer des Herzogs besiegt. Im Jahr 1207 wurde der Orden während des Winters aus Litauen heraus erneut angegriffen. Der Orden verschanzte sich in der Burg von Lennewarden und stellte sich schließlich den Litauern zur Schlacht. Der Sieg verdeutlichte, wie wertvoll die Burgenkette entlang der Duna war. Sie war Kommunikationsweg und Sammelpunkt für die örtlichen Milizen, um Plünderer abzufangen. Hier fällt jetzt auch schon auf, normalerweise wurde im Mittelalter während des Winters ja kein Krieg geführt. Im Baltikum war das Ganze etwas anders, vor allem in den Gebieten des Deutschen Ordens. Zwischen dem Ordensstaat und den Gebieten der Litauer lag ein Niemandsland, das im Grunde genommen unbewohnbar war. Das war die sogenannte Wildnis und die konnte nur unter großer Vorbereitung nur im Winter durchquert werden, wenn die Sümpfe und Flüsse zugefroren waren und man diese als Straßen benutzen konnte. Die Schwertbrüder erkannten diese Vorteile der Winterkriegführung sehr früh, nämlich schon 1211, 1212 und nutzten diese in Feldzügen zur Eroberung des südlichen Estlands, während sie an anderer Stelle die Angriffe der Russen und Litauer zurückschlugen. 1211 drohte Livland dann aus verschiedenen Richtungen Gefahr. Das veranlasste Bischof Albert von Riga, die Verteidigung des Landes zu verstärken. Um die nördliche Flanke zu stabilisieren, marschierten die Schwertbrüder mit verbündeten Rus, loyalen Livländern und Letten unter dem Oberbefehl Engelberts von Thyssen-Husen, dem Schwager Alberts von Riga, in den Süden Estlands ein. Sie belagerten und besetzten Velin. Das ist das heutige Viljandi. Die Stärke des Schwertbrüderordens im Kampf war vor allem die schwere Kavallerie. Aus diesem Grund versuchten die Gegner, eine offene Feldschlacht weitestgehend zu vermeiden. Die Kriegführung bestand in der Regel aus Überfällen. Die Errichtung einer Burgenkette entlang der Duna trug dann ebenfalls, wie schon gesagt, zur Sicherheit der Region bei und die Bewohner fingen immer mehr an, die Schwertbrüder als effiziente Beschützer zu betrachten.
Das Verhältnis des Schwertbrüderordens zum Bischof von Riga war von Anbeginn an sehr schwierig. Der Orden neigte dazu, die Gefolgschaft gegenüber Bischof Albert schlicht und simpel zu ignorieren. So wollte der Orden seine Ländereien nördlich der Duna entlang des Flusses Gauja erweitern. Der Bischof wollte allerdings seine Ländereien lieber nach Süden erweitern, weil er kein Interesse an Estland hatte, vor allem weil dieses kurz vorher König Waldemar II. Von Dänemark versprochen worden war. Wenno von Rohrbach, der erste Ordensmeister, marschierte ohne die Zustimmung Alberts nach Norden und besetzte Treiden. In 1208 wurde die Burg Segewold im Tal der Gauja errichtet und weiter flussaufwärts die Burg Wenden. Diese wurde nach und nach ausgebaut und so verlegte Wenno den Sitz des Großmeisters dorthin. Die Verwaltung Wendens wurde Wigbert übertragen, einem Ritterbruder, der auf Seiten Bischof Alberts stand. Entsprechend soll Wigbert sein Amt nicht besonders gut erfüllt haben und wurde von Wenno aus dieser Position entlassen. Wigbert floh daraufhin nach Idumea auf das Gebiet des Bischofs Albert, wurde aber von Ordensbrüdern zurückgebracht und gefangen gehalten. Nachdem er seine Freiheit wiedererlangt hatte, erschlug er Großmeister Wenno und den Kaplan Johannes. Der Mörder wurde erneut gefangen, kam vor ein Gericht und wurde durch Rädern hingerichtet. 1219 eroberte König Waldemar von Dänemark den Norden Estlands mit Hilfe Bischof Alberts. 1222 teilten die beiden Estland untereinander auf, sehr zum Missfallen der Schwertbrüder. Die Schwertbrüder begannen daraufhin, die Bauern auf ihrem Gebiet derart auszupressen, dass diese sich erhoben und rebellierten. Die Brüder müssen dabei derart rücksichtslos vorgegangen sein, dass sie vom Papst dafür sogar getadelt wurden. Das schien den Schwertbrüdern aber nicht viel auszumachen, denn sie besetzten die dänischen Gebiete in Estland, bis sie von einem päpstlichen Legaten gezwungen wurden, sie wieder aufzugeben. Allerdings besetzten die Brüder die Gebiete sofort wieder, nachdem der Legat auf dem Weg nach Rom war. Auch vor den Ländereien Bischof Alberts machten sie keinen Halt und erhoben auch Zölle auf den Schiffsverkehr auf der Duna. Nach Bischof Alberts Tod 1229 hatte der Orden für die Kirche seinen Nutzen verloren und der päpstliche Legat Bernhard von Aulne beschloss, den Orden auf seinen Platz zu verweisen und versuchte Reval zu erobern. Allerdings unterlag sein Heer dem Orden und Bernhard geriet in Gefangenschaft. 1232 forderte Papst Gregor IX. Den Orden auf Finnland gegen Angriffe aus Novgorod zu verteidigen. Allerdings ist dazu nicht mehr viel überliefert worden. Nach der Niederlage in der Schlacht von Schaulen, die wir uns im nächsten Video angucken werden, wurde der Schwertbrüderorden im folgenden Jahr in den Deutschen Orden integriert. Von diesem Zeitpunkt an wurde er Livländischer Orden genannt. Trotzdem blieb er als Orden erhalten und hatte sogar seinen eigenen Ordensmeister, der allerdings dem Großmeister des Deutschen Ordens untergeordnet war. Und damit sind wir auch am Ende des Videos angekommen. 4 Ritter des Schwertbrüderordens sind fertig und damit auch der erste Punkt für eine neue Saga-Armee. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.